Hallo, heute zeigen wir, wie ihr mehrere Microwave-Sensoren mit mehreren Smart-Empfängern koppeln könnt. Die Verkabelung ist in unserem Beispiel nur für einen übersichtlichen Aufbau gewählt. In der Praxis können die einzelnen Produkte auch anders und mit mehreren oder weniger EVGs verkabelt sein. Beachtet nur, dass die Sensoren nicht nach dem Smart-Empfänger angeschlossen sein dürfen. Wir haben für diese Demonstration die Reichweite und Nachlaufzeit der Sensoren verändert. Wenn auch ihr andere Einstellungen braucht, sprecht unseren Außendienst an. Bevor wir beginnen, denkt daran, dass beim Koppeln der Abstand zwischen den zu koppelnden Geräten nicht mehr wie 10 cm betragen darf. Wir fangen an, indem wir ein Netzwerk mit den beiden Smart-Empfängern bilden. Dazu definieren wir einen Empfänger als Master. An diesem drücken wir viermal die Taste PROG. Am zweiten oder auch jedem weiteren Empfänger drücken wir die Taste PROG 5-mal. Das mehrmalige Aufblinken der angeschlossenen Leuchte bestätigt den Vorgang. Jetzt können wir die Sensoren ins Netzwerk bringen und mit den Empfängern koppeln. Für das Einbinden in das Netzwerk drücken wir 5-mal die kleine Taste. Beachtet die Reaktion der kleinen Anzeige-LED am Sensor. Erst wenn die Anzeige-LED nicht mehr blinkt, ist der Sensor ins Netzwerk eingebunden. Nun müssen wir den Sensor noch mit dem Empfänger koppeln. Dafür drücken wir am Sensor 2-mal die kleine Taste. Die angeschlossene Leuchte blinkt zur Bestätigung auf. Damit der eingelernte Sensor die Einrichtung des zweiten Sensors nicht stört, drehen wir ihn weg. Ihr könnt ihn auch kurz abklemmen. Am zweiten Sensor wiederholen wir die Schritte wie eben, also 5-mal die kleine Taste drücken und das Blinken der Anzeige-LED abwarten. Danach drücken wir 2-mal die kleine Taste und die Anzeige-LED flackert. Mit dem Aufblinken der angeschlossenen Leuchte wird auch diese Kopplung bestätigt. Wenn ihr unsicher seid, ob der Empfänger noch im Kopplungsmodus ist, könnt ihr diesen auch wieder starten, indem ihr 4-mal die Taste PROG drückt. Wir machen direkt mit dem Einbinden des dritten Sensors weiter und drücken am Sensor 5-mal die kleine Taste. Die Anzeige-LED hat aufgehört zu blinken und wir drücken 2-mal die kleine Taste. Die Anzeige-LED flackert und die angeschlossene Leuchte blinkt auf. Die erfolgreiche Kopplung der Microwave-Sensoren am ersten Empfänger können wir testen. Jetzt müssen die Sensoren noch am zweiten Empfänger eingelernt werden. Wir schalten die Leuchte am ersten Empfänger aus. Den zweiten Empfänger setzen wir in den Kopplungsmodus, indem wir auch hier 4-mal die Taste PROG drücken. Da die Sensoren bereits im Netzwerk eingelernt sind, brauchen wir nur noch 2-mal die kleine Taste drücken. Die Anzeige-LED flackert in bekannter Form
bis die angeschlossene Leuchte den Vorgang bestätigt. Wir setzen den zweiten Empfänger wieder in den Kopplungsmodus, indem wir viermal die Taste PROG drücken. Am Sensor drücken wir zweimal die kleine Taste und die Anzeige-LED beginnt zu flackern. Bis die angeschlossene Leuchte den Vorgang bestätigt. Damit die bereits gekoppelten Sensoren den Vorgang nicht unterbrechen können, klemmen wir sie vorübergehend ab. Wir schalten die Leuchte am ersten Empfänger aus. Den zweiten Empfänger setzen wir in den Kopplungsmodus, indem wir viermal die Taste PROG drücken. Am Sensor drücken wir zweimal die kleine Taste und die Anzeige-LED beginnt zu flackern. Die angeschlossene Leuchte hat aufgeblinkt und wir schließen die beiden anderen Sensoren wieder an, um die Funktion zu überprüfen. Ergänzend zu den Microwave-Sensoren kann die Verwendung des Wandschalters lohnend sein, zum Beispiel wenn man das Licht in einem begehbaren Kleiderschrank ausschalten möchte. Um den Wandschalter in dieses System einzubinden, muss nur am Masterempfänger viermal die Taste PROG gedrückt werden und am Wandschalter die Taste Kalt-Weiß ebenfalls viermal. Die beiden angeschlossenen Leuchten blinken zur Bestätigung auf. Um die Verbindungen der Geräte zu löschen, ist nur das Zurücksetzen der Empfänger nötig. Dafür wird die Taste PROG 5-mal gedrückt und die angeschlossene Leuchte blinkt mehrfach auf. Wir wiederholen den Vorgang am zweiten Empfänger, an dem die Sensoren noch aktiv sind. Und drücken auch hier 5-mal die Taste PROG. Die Leuchte bestätigt den Vorgang und der Test zeigt keine Reaktion mehr.